Hey Leute, was geht? Hier ist wieder Goliath mit einem brandneuen Video. Heute gehen wir etwas gründlicher beim TV-Training an. Ja gut, aber warum stehe ich jetzt hier vor so einem Früchteladen? Nämlich gibt es halt zwei Arten, TVs auf Temps draufzuhauen. Die eine ist zum Beispiel, ja, Temps zu besiegen oder zu fangen. Und die andere ist halt diese Früchte hier zu nutzen, von dieser reizenden Dame. Ja, die hat ja hier einiges im Angebot. Ich habe ja, mir wird ja hier angezeigt, wie viel ich davon noch habe an der Seite. Das ist alles gut. Ja, ich habe da halt ein paar von, weil Alpha und so. Aber das geht ja alles nochmal für Early Access. Da ändert sich ja halt nichts. Und dementsprechend, ja, die Preise sind schon ein bisschen happig, wenn man am Ende kein Geld hat. Aber das kriegen wir ja alles hin. Es gibt halt Früchte, die halt bestimmte TVs halt um 20 erhöhen. Und es gibt Früchte, die halt die Sachen auch reduzieren. Zum Beispiel, wenn man halt einen Temp komplett fixen will, kauft man sich zum Beispiel die hier. So, ich kaufe mir jetzt erstmal 10, weil ich habe ja ein bestimmtes Luma hier. Ihr seht ja, Statsverteilung ein bisschen merkwürdig. Ich könnte es natürlich alles mit normalen Früchten machen. Jeweils eins. Sind die günstiger? Ja, ich glaube, die waren ein bisschen günstiger. Ja. Aber nur. Okay, nein. Die sind nicht günstiger. Die günstigste ist halt so random die entfernen zu lassen. Die entfernen auch deutlich mehr mit 50 TVs. Und dementsprechend schmeißen wir die einfach mal erstmal drauf. Dann zeige ich das euch mal. So, wir haben hier das. Zack. Stamina wurde reduziert, Defense wurde reduziert, Speed wurde reduziert, Spezialangriff reduziert und HP. Und natürlich haben wir jetzt keinen Effekt mehr, weil, ja, ist halt so. Gut, was ist eigentlich mit meinem Nester derzeit? Oh Gott, wie sieht denn das aus? Ja gut, da bräuchte man ein paar mehr Früchte für. Ich glaube, da kaufe ich mir auch nochmal ein paar mehr. Weil Nestler ist halt ein gutes Tem, um halt TVs zu trainieren. So, ich kaufe mir jetzt einfach mal 10 Stück. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich hoffe zumindest, dass es reicht. So, welches Nestler war denn das jetzt? Das war Level 42? Ja. Wie sieht das aus? Ja. Es hat ja genug Spezialangriff, HP, Lore. Lore ist auf jeden Fall wichtig, weil das halt die Temps anzieht, dass es halt nur dieses Tem angreift. Zum Beispiel, wenn man halt einen Temp trainiert, man hat das auf dem ersten, packt das dann so, ach komm, please. Schon wieder so leichte Bug. So, man packt das dann einfach schön auf den Platz. Nestler wird dann halt immer von Chain Lightning selbst getroffen und heilt sich dann dadurch dann selbst hoch. Und man packt dann halt, ja, equipt man einfach mal ein Gear. Welches haben wir dann hier? Proteins. Erhöht zum Beispiel bei Besiegen von Temtems halt die TV-Gain, also den TV-Erhalt, um halt das Zweifache, wie ihr ja lesen könnt. So, und nun fixen wir mal kurz eben fix, dass eine Nestler, das war ja ohne Ja, das war das 42er. Gut. Ich wollte nur mal kurz auf Nummer sicher gehen. Das ist halt hier das Problem. Kann man ganz schnell hier draufklicken. So, wie sieht es denn aus mit den Dingen? Na, es hat halt noch ein paar Werte, die halt zu viel sind. 3. Ja. Ich brauche noch 5 Stück. So, dann gib mal her. Das geht ja eigentlich recht zügig. So. Wenn ihr zum Beispiel ein Tem habt, was ihr halt dann noch trainieren wollt, könnt ihr dann halt die Früchte draufhauen, wenn ihr genug Geld habt. Natürlich. Habt ihr kein Geld, dann würde ich das euch nicht empfehlen, dieses zu machen. So, wo haben wir es denn? Ah, da haben wir die. Zack, zack. Ich habe, glaube ich, zu wenig gekauft, oder? Ja, ich habe zu wenig gekauft. Damn it. So. So, noch 2 Jusos und dann sollte das eigentlich reichen. So. Perfekt. Das Ding hat keine TVs mehr, also passt es ja. Das ist das, er trainiert. Wir könnten hier zum Beispiel Special Angriff und ja.
Ja gut, wir hauen da jetzt mal die anderen Früchte drauf. Wir haben ja noch ein paar andere. Ja. Und das sind halt noch andere Items, die erwähne ich später. So, Medizin. So. Als nächstes hätten wir hier Spezialdef, brauchen wir nicht. Wir brauchen den Spezialangriff-Geschichten hier. Schmeißen wir dann einfach mal kurz die 25 auf Nesta drauf. Und dann sollte ja das auf 500 sein. Perfekt. So. Als nächstes. Ja. Wir machen dann natürlich Vorbereitung für unsere Nestler. So. Brauche ich Speed. Kann man machen, muss man nicht. Ich gehe meistens auf HP bei Nestler. Weil Speed braucht das jetzt nicht unbedingt. Kommt aber auch drauf an, was man halt für Gegner hat. Aber meistens ist es man beim TV-Training ja überlevelt. Da ist das Speed halt nicht so wichtig. So. Ja, die Telemore-Hex, die interessieren jetzt gerade nicht. So, wo haben wir den HP? Attack, Speed, Stamina. Was ist mein HP-Zeug? Habe ich überhaupt sowas? Na, ich glaube, ich habe keine mehr. Gut. Dann müssen wir halt welche noch kaufen. Geht ja recht zügig. So, Stamina. HP. Haben wir ja wirklich keine mehr. So. Ups. Ja gut, kaufen wir einfach 99. Geld wird sowieso resettet. Von da. Who cares? So, Medizin. Müsste ja die Pineapple sein. Ihr könnt natürlich F4 spammen. Bei welche anderen Knöpfe. Oder A spammen. Dann habt ihr auch genug Leben. Könnt ihr später auch noch die Items austauschen, falls das eine Nester zu low wird. So. Haben wir AP und Spezialangriff drauf. Passt alles. So, jetzt müssen wir eine Vorbereitung schon mal durch. Ja, Protein kriegt ihr halt in Bayern. Davon habe ich auch noch ein Video gemacht. Das ist dann alles bei der Location. Ich glaube, das war beim Kino-Video bei? Ja, ich glaube, ja, es war beim Kino-Video bei. Da wird dann halt euch auch gezeigt, wo ihr dann halt Protein bekommt und dementsprechend findet ihr es dort. Ich hoffe, ich verlinke das. Ich hoffe, ich vergesse das nicht zu verlinken. Gut, als nächstes werde ich euch zeigen, welche Orte am besten sind zum TV-Trainieren. Es gibt halt viele verschiedene Orte, die ihr besichtigen könnt. Ja, zum einen gibt es auf der ersten Insel halt einige gute Spots, zum Beispiel zum HP trainieren bei Zypad oder Fu. Ja gut. Aber die Spots werde ich jetzt euch einfach mal alle zeigen. Und ihr könnt dann am Ende entscheiden, wo ihr euer Tem am besten TV trainieren wollt. Nämlich Früchte auf Dauer sind richtig teuer und ich kann es nicht empfehlen, euch zu machen. Höchstens, wenn ihr zum Beispiel in einen Trainer reinrennt und ja, dann halt irgendwelche falschen TVs auf euer Tem habt und die halt dann entfernen wollt. Da würde ich dann halt euch empfehlen, die Wiegner Früchte zu holen und dann halt dementsprechend die TVs zu entfernen. Gut, bis gleich. Ein etwas höherleveliges Speed-Trainingsort ist zum Beispiel hier. Hier haben wir nämlich Mushi und Sephiroth. Sephiroth. Die geben jeweils jeweils, ich glaube, eine Initiative, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich werde es wahrscheinlich hier noch irgendwo einblenden. Und die Rate ist hier, glaube ich, 60% Sephiroth und Mushi 40%. Ja, der Name ist ganz komisch in Deutsch. Ihr wisst es ja alles. Okay, um hier hinzukommen, könnt ihr von der Stadt aus hier kurz rüber mit eurem Gatling Hook und hier seid ihr dann da. In dem ganzen Gras befinden sich die und wir sehen uns dann. So, jetzt sind wir im Toxolotte-Spot, einer der 2 Spezialangriffs-Spots, die wir halt zum TV-Training zur Verfügung haben. Der eine ist ja hier, der andere ist dann komplett woanders. Ihr werdet das halt gleich alles noch sehen. Hier gibt es Toxolotte zu 100%. Die geben jeweils 2 Spezialangriff pro Tod oder Catch, je nachdem.
Und ich habe schon wieder meinen Nestler vergessen. Mann, ich bin so Profi. Ja. Ich bin so ein Profi, Leute. Ich bin so ein Profi. So. Schmeiß mal kurz den Nestler kurz drüber. So. Und dann mit 2 Nestlers gehen die halt recht zügig kaputt. Sollte eigentlich kein Problem sein. Beim Wimblomb und beim Bloodpad kann man, glaube ich, sogar am Ende braucht man wahrscheinlich nur 1. Je nachdem, wie die Situation gerade aussieht. Ja, hier braucht man ein bisschen mehr Schaden. Ja, sieht man ja. Das eine Nestler haut ein bisschen mehr rein, weil es schon ein bisschen trainiert ist. Aber passt ja alles. Und man hatte beide schön erledigt. So, wir sehen uns dann im nächsten Spot. So, da sind wir beim nächsten Spezialangriffsspot. Hier gibt es nämlich zu 15% Wimblomb und zu 85% Platypad. Beide geben hier Special Attack. Von daher perfekter Ort, um Spezialangriff zu trainieren. Am besten wieder gehabt, Nestler nutzen und dann passt das auch hier. Und die Reflexion sieht auch hier geil aus. Guckt euch mal Luma an. Yay. Es reflektiert und es leuchtet. Ja gut, wir sehen uns dann. So, jetzt sind wir beim Attack-Spot von Omninesia. Hierfür braucht ihr einfach nur einen Gatling Hook und seid hier schon mal da. Das ist nämlich hier auf einer kleinen einzelnen Insel. Ja, ihr wisst ja, wie ihr hier hinkommt. Hoffe ich mal. Wenn nicht, dann wundert mich, dass ihr so weit überhaupt gekommen seid in der Story. Oder im Spiel. Ja gut. Wahrscheinlich gucken sich das auch einige Leute an, die meinen, ich gucke mir das jetzt einfach an. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Wie funktioniert denn dieses TV-Training? Ja, im Grunde besiegt ihr halt meistens die Temps mit 1 oder 2 Nestlers. Packt dann entweder ein Protein auf euer Temp, das ihr trainieren wollt, oder den Kova Cloak, das ist halt so ein XP-Teiler. Ja, und hier können ja halt Magmis und Massionen erscheinen. Magmis gibt 2 Attack pro Kill oder Catch und Massione gibt dann halt plus 3. Das ist eigentlich sogar recht hoch. Ja. Und zum Empfehlen ist hierbei Temps zu nutzen, die halt Spezialangriffe haben oder irgendwelche Wassertemps. Gehen halt auch recht gut, weil Massione und hat halt einen recht schwachen Spezialverteidigung. Und daher sind Spezialangreifer recht gut. Mit Doppelnestler geht es recht gut. Man könnte aber auch Yukama nehmen oder Wimblomb. Na gut, ich glaube Wimblomb eher weniger, weil der hat ja nicht so gute First Attack Runde. Aber mit Nestler ist es eigentlich ganz gechillt. Muss man zugeben. Okay, wir sehen uns dann gleich beim beim anderen Spot, der halt etwas lower ist. Ja, der Genki-Spot. Wir sehen uns dann gleich beim Genki. So, wir sehen jetzt beim Genki-Spot. Hier kann man Attack trainieren. Ja gut, hier gibt es zum Beispiel noch Yomishi, wo man halt Speed trainieren kann. Also wenn man zum Beispiel ein Tem hat, was man auf Speed und Angriff trainieren will, ist eigentlich am besten. Hier in den 2 Grass-Patches gibt es halt Genki. Hier gibt es Yomishi. Eigentlich alles prickelnd. Und mit Nestler kann man die eigentlich alles schön one-shotten. Sollte eigentlich ohne Probleme klappen. Ja gut. Jetzt kriegen wir halt nur einen Genki. Aber hier gibt es zu 100% Genki. Und in den anderen Spot gibt es zu 90% Yomishi mit 10% Nestler. Ja, Nestler braucht ihr natürlich auch. Ja. Also Nestler braucht ihr ja, um die Sachen hier zu fangen. Ja gut, aber ihr kriegt ja eigentlich, wenn ihr die Story beendet, ja eigentlich auch schon mal einen Nestler, womit ihr TV-Training anfangen könnt. Von daher passt das ja eigentlich. Theoretisch geht ihr dann einfach schön ins Wasser, besiegt dann hier die Yomishis, die halt euer Speed geben. Ja, hier gibt es dann zum Beispiel noch Saku oder, und mit 5% noch Saipad, wo ihr zum Beispiel HP trainieren könnt in diesem Gras. Eigentlich ist es sogar hier ein recht guter Platz, um halt recht viele TV-Felder abzudecken. Hier haben wir ja HP, Speed und Angriff im Grunde. Etwas weiter unten gibt es dann noch Stamina bei den Tartarus. Aber, ja gut, da gehen wir jetzt einfach mal hin. Warum nicht?
So, dann sind wir jetzt beim Tartarus-Spot. Ja, hier an den kleinen Gras gibt es halt zu 100% Tartarus. Bei Temtem ist es ja meistens so, dass es unterschiedliche Temps nicht nur pro Route gibt, sondern bestimmten Gras. Und dementsprechend ist halt die Encounter Rate bei jedem Gras unterschiedlich. Ja, hier gibt es 100% Tataru. Die geben dann jeweils pro Kill oder Catch 2 Stamina-Punkte, was eigentlich sogar recht viel ist. Ja gut. Das war ja früher bei 1. Und dementsprechend ist es halt einfach, zum Beispiel mit einem Nester hier einfach kurz durchzuhauen. Und hat man instant seine 4 Stamina. Wenn man Protein hat, natürlich 8 Stamina. Und das summiert sich ja halt auf Dauer. Und ja, und im Gras ist halt die Encounter Rate halt etwas höher. Also bisschen so die, wie schnell hier die Temps wieder neu auftauchen. Gut, wir sehen uns dann gleich unten beim Fumu und beim Seipet-Spot. Das ist halt etwas weiter hier unten. Wenn wir ein bisschen weiter runter surfen, ist es ja hier diese 2 Seipet-Spots. Und hier haben wir noch einen Fumu-Spot. Meistens sind halt die ganzen... Hier ist zum Beispiel auch noch ein Fumu-Spot, wo ihr da dann noch Spezialverteidigung trainieren könnt. Aber hier ist auch nochmal Nestler. Falls ihr nochmal einen Nestler braucht und gerade Spezialverteidigung trainiert, könnt ihr es euch dort besorgen. So, jetzt sind wir in den 2 Büschen von Seipet. Seipet gibt halt 3 HP pro Kill. Und das ist eigentlich sogar recht viel, muss man echt zugeben. Früher war es, glaube ich, nur 2 oder 1. Ich glaube, das war früher deutlich weniger. Und dementsprechend ist es sogar eigentlich der beste Spot, um HP zu trainieren. Es gibt natürlich noch andere Seipet-Spots. Zum Beispiel, wenn man HP und Speed trainieren will, zeige ich euch gleich noch einen Spot. Aber hier zum Beispiel, wenn ihr HP und Special Defense trainieren wollt, ist halt dieses hier auf jeden Fall das deutlich bessere Ort, weil Nestler gibt halt deutlich, ja, ein bisschen mehr als Fumu an Spezialverteidigung. Ich glaube, Fumu sollte eigentlich jetzt auf 2 Spezialverteidigung sein. Wurde ja letztens alles erhöht. Ja, und im Early Access sollte es ja eigentlich das gleiche sein. Ja. Ihr kriegt dann halt so 2 Spezialverteidigung pro Kill. Was eigentlich sogar recht hoch ist. Ja gut, mittlerweile ist alles recht hoch. Es gibt natürlich... Gibt es eigentlich irgendein Temp, was nur 1 Spezialverteidigung gibt? Müsste ich halt jetzt überlegen. Nestler gibt halt 3. Müsste man sich halt einen Nestler besorgen oder so. Ja. Und im Grunde macht man das einfach die ganze Zeit so, dass man es einfach nur die Dinger umhaut. Gut. Wir treffen uns dann gleich oben. Ja. Oder gehe ich zu... Ne, ich gehe glaube ich erstmal zur Death-Höhle, wo halt Kalasu zu 100% auftaucht. Gut, wir sehen uns dann gleich beim Kalasu. So, für den Kalasu-Spot sind wir im Eingang von der Akuma Marine Cave. Ja, hier ist nochmal ein Fumu-Spot, wo ihr noch Spezialverteidigung trainieren könnt. Sozusagen. So, dann gehen wir einfach mal rein. Das wird halt ein bisschen länger dauern, daher werde ich wahrscheinlich hier ein bisschen vorspulen. Wir sehen uns dann gleich beim Kalasu-Spot. So, da sind wir auch schon im Kalasu-Spot. Der ist genau hier im Wasser. Ihr seht es ja hier in der Karte. Wir sind ja hier hochgegangen. Dann haben wir unseren Puzzle gemacht. Und jetzt sind wir hier im Kalasu-Spot. Kalasu-Spot gibt halt hier ein Defense pro Kill. Und ja, der ist halt das Einzige, was ihr im Early Access effektiv trainieren könnt. Ja, wie gehabt, Chain Lightning und weg ist der Müll. Ja, natürlich ist ein Nestler mit Equalizer am besten für diesen Job, weil ihr euch ja halt durch Elektroattacken. Gut. So, dann machen wir uns auf zum nächsten Spot. Das ist nämlich der HP und der Speed Spot. Der ist in der Nähe von dem Fortress. Bis gleich. So, wir sind jetzt im nächsten Spot. Wir sind hier oben beim Fortress. Und gehen auch mal direkt rein, weil dort halt im Windfort halt die ganzen Scales sind, die halt uns Speed geben.
ja, ich glaube 1 Speed pro Kill waren das jetzt derzeit hier. Und dementsprechend kann man die eigentlich hier leicht trainieren, weil Low Level. Und Nesta haut sowieso mit Chain Lightning alles weg. Gut. Ja. Und der andere Spot, der ist halt etwas weiter abseits. Da wollte ich jetzt eigentlich auf jeden Fall hin. Aber ich finde natürlich wieder einen Encounter. Wie gehabt immer in der Aufnahme. Soll ja auch immer so sein. Gut. Wir müssen nämlich hier zu diesem Spot. Dort ist halt zu 100% Seibett. Mal wieder. Falls ihr mal hier HP und Speed trainieren wollt, macht ihr euch einfach ganz geschützt auf den Weg dorthin. Hier mal einfach mal kurz über den Fluss rüber. Wahrscheinlich müsst ihr noch so die 2 Trainer besiegen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und, oder 2 Thema. Und dann schauen wir mal, ob wir im Gras jetzt mal ein Seipad finden. Ja, ich hoffe einfach mal, dass es jetzt nicht Luma ist, ansonsten ist halt ein bisschen schade. Ja gut. Wir haben ja auf jeden Fall ein Seipad. Auf jeden Fall mit Chain Lightning relativ einfach zu erledigen. Gut. Dann haben wir es das eigentlich hier. Oder habe ich jetzt noch einen Spot vergessen? Ich habe jetzt HP abgehakt. Ich habe jetzt Speed abgehakt. Ich hatte jetzt Special Attack. Nee, wir gehen einfach mal kurz hier durch. Nee, das wollte ich nicht. Einfach mal beim Squad durch. So, wir hatten HP abgehabt, wir hatten Stamina abgehabt, wir hatten Speed, wir hatten Attack, wir hatten Defense, wir hatten Special Attack und Special Death. Gut, da haben wir sogar alles abgehakt. Das ist toll. Ja, und hatte ich jetzt... Ja, das müsste ich... Ja, okay, den Speed Spot auf Tukma hatte ich ja auch erzählt. Von daher passt das ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.